Heute ist ein guter Tag, denn wir fahren in die Berge. Das Wetter ist zwar nicht so berauschend, von daher sehen wir noch nicht viel Berge. Ändert sich aber gleich, denn wir fahren nach Garmisch-Partenkirchen, um da den Nick Nagel zu treffen. Der Nick Nagel hat nämlich eine Werkstatt, die sehr interessant ist und macht auch sehr viel Sachen drumherum. Und was der drumherum so alles macht, das erfahren wir gleich. Ich erfahre es auch zum ersten Mal, also bleibt dran, es wird spannend. So, endlich angekommen bei Nagel. Da steht ein großes Schild Werbeagentur. Das Ganze sieht aus wie meine Traumwerkstatt. Hier mitten in Garmisch-Partenkirchen mit dem großen Rolltor. Vespa steht auch schon davor. Was das Ganze auf sich hat mit der Werbeagentur, schaue ich mal nach. Jetzt sind wir drin in den heiligen Hallen hier und ich muss sagen, allein der Weg hier hoch, das wäre schon eine eigene Folge, eigene Sendung wert. Das zeigen wir euch noch alles ganz genau. Aber jetzt sitzt da neben mir der Meister persönlich, Nick Nagel. Stell dich doch bitte mal vor, Nick, und sag mir, warum ich hier bin. Ja, das ist, also wie schon gesagt, Nick Nagel. Wir sind jetzt aktuell in der Werbeagentur. Die Basis zu allem, was es um mich rum oder um die Firma Nagel rundherum gibt. Also mit dem Roller ist eigentlich alles losgegangen mit der Vespa. Also wir reden immer von Vespa. Ich habe damals eine Unfall-Vespa mit 15 hingestellt gekriegt und mir ist gesagt worden, wenn du zusammenschraubst, darfst du einen Führerschein machen. Das war 88. Und so bin ich eigentlich in die Rollerszene reingekommen. Was hast du denn für eine Agentur oder was hast du beruflich mal gelernt, dass du jetzt eine Werbeagentur hast? Also gelernt habe ich ja Schriftenmaler und Grafiker, nur richtig oldschool, ohne Computer, ohne alles. Schriftenmaler insofern, dass wir halt früher die Autos auch direkt bemalt haben. Daher kommt ja dieses Hobby oder das ausgebaute Hobby inzwischen zum Pinstriping und zum Schriftenmalen, und die Agentur an sich ist halt natürlich aus dem Grafikbereich raus entstanden. Was ich auch noch sehr sympathisch finde, ist, wenn ich normalerweise in eine Werbeagentur komme, dann hat das häufig so einen modernen, clean Look und jeder sitzt vor so einem Apple-Rechner. Und hier haben wir einfach mehr Sachen als ein paar Computer stehen und wir haben auch wirklich das Handwerkszeug noch stehen. Und das haben wir hier vorne ein bisschen vorbereitet, oder? Vorbereitet haben wir jetzt mal so ein paar Pinstriping-Farben und einen Helm und also alles, was ich so um diese klassische Werbeagenturarbeit drumherum mache, das sind eigentlich Sachen, die sich genau auf den Bereich beziehen. Also Fahrzeuge linieren, Schilder anmalen, Autos anmalen, Helme bemalen und so weiter. Das finde ich natürlich ziemlich cool und das musst du uns natürlich leider auch gleich noch zeigen. Wie ist das bei den Custom-Projekten? Starten die eine Werkstatt oder starten die auch erstmal hier und fängst du erstmal an, auch zu planen und zu zeichnen? Also grundsätzlich mal fange ich erst einmal da an zum Planen, zum Zeichnen. Erst einmal auf Papier so ein bisschen grob aufskribbeln, dann mal das Ganze auf ein iPad und dann schaue ich mal, wie wir es auf den Rechner bringen und was wir da noch damit machen. Ich hatte mal die großartige oder den Wunsch, mal ein Konzept-Custom zu bauen, vielleicht zu Evel Knievel. Und da habe ich entdeckt, nein, es gibt jemanden, der hatte diese Idee vorher und hat sie auch noch sehr schön umgesetzt. Und das war natürlich Nick. Und das ist der Roller, den er gerade hier auf dem Rechner offen hat. Und wo steht der jetzt, der Roller? Der steht in der Werkstatt und den können wir jetzt dann anschauen. Wir stehen jetzt an meinem persönlichen Lieblingsroller von dir, dem Evel Knievel, ein Small Frame Dragster oder sowas. Wie ist es dazu gekommen, dass du den gebaut hast? Eigentlich ist dazu gekommen, dass ich den Anfang 90 schon gebaut habe. So lange schon? So lange schon.
Das war zu dem Zeitpunkt, wo die Rollerzentrale mit ihrem Grünen rausgekommen ist. Haben wir gedacht, sowas will ich auch. Dann ist er natürlich jetzt von 90 bis 2018 ungefähr in der Garage im Eck gestanden und da habe ich ihn jetzt raus und habe vor 2 Jahren den Evil Knievel draus gemacht. Moment, der hat jetzt 28 Jahre in der Garage gestanden. Genau. Ah, Wahnsinn. Aber du bist früher mit dem auch Rennen gefahren? Einmal. Einmal. Und hast die Rollerzentrale hoffentlich versägt, oder? Nein. Wenigstens ehrlich. Genau. Ja. Ja. Ja, und jetzt hast du, aber diese Lackierung hast du jetzt erst aufgemacht? Die Lackierung ist jetzt neu, der war davor orange. Aber sonst, der Motor und alles ist alles von 1992, sage ich jetzt. Okay. 91, ich weiß auch nicht, Anfang der 90er war das. Ja. Und das erste Mal habe ich ihn dabei gehabt am Scooter Mayday in Reisding und ich glaube, das war 92, 93, irgend sowas. Ist das etwas, was ihr hier hauptsächlich macht in der Werkstatt, Custom-Umbauten, oder macht ihr auch alltägliche Sachen? Also grundsätzlich mal ist die Werkstatt inzwischen nur noch für Umbauten, aber jetzt nicht nur bei Vespa, sondern allgemeine Umbauten von Zweirädern geöffnet, sage ich jetzt mal. Also wir machen keinen Ölservice, keinen Reifenwechsel oder so diese klassische Werkstattleistung. Es ist eigentlich nur noch eine reine Manufaktur für Zweiräder. Und was sind das für Zweiräder? Habt ihr da einen Fokus auf bestimmten Marken, oder? Ja, also der Fokus auf die Marken ist natürlich in erster Linie Vespa, aber auch BMW. Okay. BMW aber auch bloß, weil wir in Garmisch ja dieses BMW-Motorrad-Tage-Treffen seit 20 Jahren gehabt haben. Ansonsten machen wir natürlich auch Honda und so weiter, aber das Hauptding, oder warum diese Werkstatt überhaupt ins Leben gerufen worden ist, ist die Vespa. Und wie hoch ist der Anteil heute von Vespa-Kunden? Ja, ich würde mal sagen 20-30%. Wie lange dauert so ein Projekt bei euch? Womit muss man so rechnen? Normalerweise muss man immer grob mit einem halben Jahr für jedes Projekt rechnen. In der Werkstatt steht momentan die links oben die weiße, die White Lightning. Und da ist eigentlich bloß der Unterschied jetzt, die ist schon ziemlich so geworden. Bloß der Kunde wollte halt dann doch einen weißen Lampentopf und Weißwandreifen in den Dimensionen haben wir nirgends gefunden. Der Rest ist so wie auf der Zeichnung. Okay. Und hier vorne kommt dann Da haben wir sozusagen das Gegenteil von dem Custom-Motorrad, ein restaurierter Roller. Aber das ist jetzt erst ein Neuzugang, also da fangt ihr jetzt erst an. Nee, ja, Neuzugang. Das ist eigentlich auch von mir einer. Aber jetzt wollte ich nach 20 Jahren ein bisschen Liebe zukommen lassen. Ja. Wenn die schon so lange in deinem Besitz ist, wie bist du da rangekommen? Wie ist die mal zu dir gekommen? Ja, das ist ein bisschen schräg. Ich bin da mit 17 oder 18 mit dem Roller einem Schrottcontainer hinterhergefahren, weil ich aus diesem Container raus nur dieses Nummernschild oder das Heck erkannt habe. Und ich bin hinter dem gefahren. Okay. Und dann haben wir gedacht, da steckt der Vespa drin. Und dann bin ich dem am Wertstoffhof hinterhergefahren und habe halt gefragt, dann, wo der da angehalten hat, ob ich mir schnell das anschauen kann, was da drin steckt. Und dann habe ich halt nur erkannt, erst einmal eine Vespa. Und habe ich gefragt, ob ich die haben kann oder abkaufen kann oder wie wir das machen können. Und naja, ich war froh, wenn ich sie mitnehme. Und dann haben wir die da zu dritt, zu viert irgendwie aus diesem Container raus. Und dann habe ich halt die mit meinem Vater dann da abgeholt, mit dem Anhänger, und irgendwie haben wir dann in dieser Seitenklappe dann gesehen, alles drin, Papiere, die letzten Zulassungsbescheinigungen. Auch italienisch dann? Auch oder? italienisch. Ja, Wahnsinn. Schlüssel, Ersatzbatterie, Werkzeug, also das Original Bordwerkzeug. Und dann durch Recherchieren, weil irgendwie war für mich klar, das GS ist komisch mit den Dingen, habe ich da damals noch nicht so gekannt, dass das halt ein VS1 ist. Ja, Wahnsinn. Also ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal eine VS1 gesehen habe. Ich kann es gerade nicht genau sagen, das ist in jedem Fall selten. Ne? Also ein Wahnsinns-Sammlerstück, und das irgendwie
mit Papieren aus dem Schrottcontainer zu ziehen, irre. Cool, die würde ich auch nicht mehr hergeben, glaube ich. Na? Allein schon wegen der Geschichte. Servus! Servus! Hi, servus. Jesko, hallo. Wie heißt Luzi. du? Luzi. Du bist hier der Mechaniker, der die ganzen Umbauten realisiert, die Nick sich ausdenkt. Genau, ich mache überwiegend die ganzen Custom-Umbauten für die ganzen Vespa-Geschichten. Da haben wir noch unseren Vespa-Schrauber an Trenki. Und alles andere, was BMW oder wie auch immer betrifft, das mache ich dann. Okay, sehr cool. Wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt also beim Nix seit 3 Jahren. Davor schon selber, also aus der Autoszene raus, USK-Szene und so. Dann will ich dich nicht länger abhalten vom Arbeiten. Vielen Dank und klar. bis bald. Wünsche euch was. Ciao. Wir haben ja schon mitgekriegt, dass du eine Werbeagentur hast und da eigentlich ziemlich ausgelastet bist vom Job her. Hier arbeitet viel Luzi. Aber du hast ja eigene Projekte, die du noch woanders schraubst, richtig? Genau. Schauen wir uns das an? Können wir gerne machen. Alles klar. Dann fahren wir jetzt rüber in ins private Arsenal von Nick. So Nick, das ist jetzt dein eigener Bereich, wo nur deine Projekte sind und kein Kunde oder was Ähnliches irgendwas zu suchen hat. Richtig. Okay. Ja, Wahnsinn, sehr schön. Das ist ja hier das nächste Paradies. Ne? Und da steht dein nächstes Projekt. Ja, da bin ich jetzt gerade dran. Das ist die Sprint mit Beiwagen. Das wäre so mein nächstes Projekt. Ah, das war der Beiwagen, den wir auch bei dir in der Agentur schon gesehen haben? Genau. Okay. Der steht bloß in der Agentur, weil ich da noch Linien drauf gemalt habe gestern. Okay. Und was ist das Thema Rumble in Brighton? 64 war ja die Rocker gegen die Mods haben sie, oder vielmehr die Mods, haben sie ja mit die Rocker angelegt. Ja. Ohne Ergebnis, sage ich mal. Also kein vernünftiges Ergebnis. Gab keinen klaren Sieger. Ne? Gab keinen klaren Sieger. Und das ist halt so legendär und meiner Meinung nach ist da so ein bisschen diese ganze Szene daraus entstanden, wie es jetzt gibt oder wie es früher dann gegeben hat. Aber das heißt, du bist heute auch ein bisschen so ein Grenzgänger, oder? Zwischen den Welten. Weil du hast ein bisschen Rock'n'Roll. Genau. Und auch naja, Mod bist du jetzt nicht direkt. Na, Mod nicht direkt, aber so als Scooterboy mal angefangen. Als Scooterboy natürlich angefangen. Okay. Ja. Und da steht das nächste Projekt, oder was heißt das, ist ja kein Projekt, das ist ja abgeschlossen. Das finde ich natürlich sehr geil, ein Hot Rod. Ja. Wann hast du den gebaut? Den habe ich gebaut also fertig geworden ist er vor ziemlich genau 10 Jahren jetzt. Okay. Wobei so ein Projekt ja nie fertig ist, wenn man es genau nimmt. Ja, also jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, denke ich mir, das kann man noch machen und das kann man noch machen. Was ist denn da für eine Maschine drin? Da ist ein 455er Oldsmobile Big Block drin. Langstreckentauglichkeit? Nicht erprobt. Dann müsst ihr mal reinfilmen, das ist super. Das ist, hier sind so alte Schulsitze drin und das, aus was hast du dir das Lenkrad geschweißt? Das Lenkrad ist einfach nur Stahlring mit selber gebauten Streben. Okay. Also die ganze Lenksäule ist so eine Eigenbaugeschichte aus irgendwelche Rundeisen und Lager und. Sehr geil. Was ist das hier? Das ist die Schaltung. Also das ist ja Automatik, aber ich habe innen keinen Platz mehr gehabt für den Hebel, also haben wir den mit der Umlenkung nach außen gelegt. Okay, geil. Aber du musst nicht aussteigen zum Schalten, oder? Nein, ich muss nicht aussteigen, der Arm reicht. Und hier ist auch noch eine Rollersammlung, da können wir noch kurz hingehen, oder? Ja, also vorne stehen natürlich die, mit denen ich das Jahr über immer mal fahre, dass ich nicht da alles rausfahren muss und rumrammen muss, deswegen stehen die da. Da haben wir halt eben eine klassische 50er Rundlenker. Dann haben wir vom Walter Maurer Design Originallackierung. Der hat ein paar PX gemacht. Das ist der den BMW M1, das Rot-Weiß-Blau Design entwickelt hat. Also das, was BMW auch heute noch häufig verwendet. Genau. Wir haben es, glaube ich, vorhin auf der, wie hieß die, White Lightning gesehen? Genau, Da, war das auch da waren auch die Streifen drauf und die sind von diesem Walter Maurer. Okay. Und der hat damals eben so eine Kleinstserie Vespa lackiert. Ah, Genau. das ist natürlich auch Ja.
auch ein sehr geiles Stück in der Sammlung. Ja. Dann haben wir eben ein V31, ein Rallye und ein Sprint. Das war die Vorstellung von Nick Nagel und Nagel Motors. Ich muss sagen, alles sehr spannend, was wir hier gesehen haben. Das war wirklich, ja, wirklich großes Kino mit deiner Werkstatt, deiner Agentur und was man so alles zu sehen bekommt. Du hast das ja von der Pike auf gelernt, du hast Schriftenmaler gelernt, du hast dann angefangen Roller zu schrauben, du hast angefangen ganz viele andere Sachen zu machen. Und du kannst dazu noch halt eine Werbeagentur gründen und die erfolgreich führen. Also sehr geil, von daher großes Hut ab von meiner Seite und vielen Dank, dass du uns empfangen hast. Vielen Dank, dass du da warst. Genau, und ich beneide ihn fast so ein bisschen. Ne? Das ist ja nicht nur, dass hier Vespa und Hot Rods und so weiter hat, sondern er sitzt ja auch noch in einem der schönsten Orte Deutschlands, mitten zwischen den Alpen und so ist alles wild romantisch hier. Von daher muss ich auch noch mal über so einige Sachen nachdenken. Verabschiede mich von Nick, verabschiede mich von euch. Bitte denkt dran, Bimmel drücken, liken, abonnieren, was euch sonst noch so einfällt und unbedingt beim nächsten Mal wieder einschalten. Ciao.